Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Hundemon. Habt ihr im Titel bereits gelesen? Das ist das dritte Pokémon, was ich euch für den Titan Tonopto vorstellen möchte. Selber ist er Unlicht-Feuer als Typ und wir spielen ihn in Terra-Typ Unlicht. Und halt Muschelglocke als Item. So, warum spielen wir oder warum sollten wir Hundemon spielen? Also, es gibt ein paar Faktoren, die gut sind an Hundemon und die ich auf jeden Fall mit erwähnen würde. Punkt eins ist, Leute, wir haben eine Fähigkeit, die Feuerfänger heißt. Wenn das Pokémon mit einer Feuerattacke getroffen wird, nimmt es die Flammen in sich und verstärkt damit seine eigenen Feuerattacken. Ist jetzt im Endeffekt uninteressant, dass die eigenen Feuerattacken stärker werden, aber wir bekommen halt kein Feuerdamage. Ja? Und das ist ziemlich gut. So fangen wir die Feuerattacken auf jeden Fall ab und sind halt damit ein bisschen geschützter. Dann haben wir keine Geistschwäche. Geist macht bei uns nur halben Schaden, Feuer macht nur halben Schaden, Pflanze macht nur halben Schaden. Das heißt, es sind schon mal 3 Typen, die, Tornupto haben könnte. Also Feuer und Geist wird er haben, deswegen da ist schon mal halber Schaden. Psycho wäre auf null, falls er Psycho hätte. Das Einzigste, was im Endeffekt Hundemon Schaden zufügen könnte, wäre, wenn er eine Kampfattacke hat. Denn der hätte nämlich 'ne Mal-2 Schwäche. Das heißt, wenn er Kampf hat, wird es relativ mies werden. Aber das, ist bei Krüppuk und bei Hisui Zoroark nicht so, deswegen habe ich Hundemon mit rausgenommen, weil es für mich mit eines der besten Pokémon, wenn, wie gesagt, Tonopto keine Kampfattacke hat, ganz, ganz wichtig. Ähm, Sonst, die Werte sind recht gut, 354 Leben nach Max, 350 Spezialangriff, auch mit dem mäßigen Wesen. Finde ich eigentlich sehr gut, relativ solide, schon recht stark, muss man sogar sagen, 350 Schaden. Die Verteidigung, ja, wir werden ja speziell angegriffen, also Spezialverteidigung 197 ist so, aber wir haben, wenn er, wie gesagt, ja keine Kampfattacke hat, nichts, was uns nicht einmal normal trifft. Alle Attacken von Tonupto wären im Endeffekt halbiert. Also daher ist ein bisschen weniger Verteidigung gar nicht so schlecht. Wie würden wir ihn jetzt spielen? Das fragt ihr euch. Ich würde hingehen, die oberen 3 Attacken würde ich safe nehmen. Zu Verhöhner komme ich gleich. Also, einerseits würde ich halt reinpacken Ränkeschmied, um unseren Spezialangriff zu steigern. Kennt ihr ja, wie Schwerttanz im Endeffekt, halt nur für Spezialangriff. Finsteraure als unser Angriff, 100% Genauigkeit, 80er Stärke würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen, um Damage zu machen. Ich habe mal Standpauke mit reingepackt. Hat zwar nur eine 95er Genauigkeit, aber 95 ist relativ hoch. Aber wir können damit die Verteidigung des Gegners senken, den Angriff des Gegners, Entschuldigung, also zu den Angriff senken und es macht Damage. Kann man zum Beispiel nutzen, wenn der Schaden relativ hoch sein sollte zu Beginn des Kampfes, einfach dreimal Standpauke zu spielen zum Beispiel. Aber dadurch, dass es auch Damage macht, kann man es auch einsetzen, während das Schild da wäre. Ja, also falls er die Werte resettet von sich und das Schild ist gerade da, könnt ihr trotzdem Standpauke einsetzen, weil es ja Schaden macht. Deswegen, also hier, um den Gegner seinen Angriff zu nerven, hier, um unseren Schaden zu erhöhen und Finster auch, um Damage zu machen. So, Verhöhner könnte man spielen, falls er irgendetwas haben sollte, was er während des Kampfes einsetzt. So was wie damals Beispiel bei Koryutsu Doppelteam. Wenn er irgendwas in der Richtung hätte, was ich nicht glaube. Ich glaube eher, dass er in Richtung, wie heißt es, Irrlicht und Sonnentag gehen wird. Muss man überlegen. Es gibt aber auch mehrere Möglichkeiten. Man könnte auch hingehen und könnte ähm, ihm noch zum Beispiel Regentanz geben. Ich weiß, ihr habt zwar nicht das Problem, dass ihr von Feuerattacken getroffen werdet, aber wenn er Solarstrahl könnte man im Endeffekt damit mit Regentanz im Endeffekt hingehen und könnt ihn seinen Solarstrahl wegnehmen, falls er zu viel Damage macht. Oder wenn ihr mit Teammates spielt, zum Beispiel, die keinen Feuerfänger haben, könnt ihr halt mit Regentanz im Endeffekt die Feuerattacken von ihm schwächer werden lassen. Ja? Es wäre eine Option, falls man sagt, man braucht eh keinen Verhöhner, kann man es mit reinnehmen. Sonst muss ich ehrlich gestehen, Leute, finde ich die meisten Sachen nicht so berauschend. Also was man noch mit reinnehmen könnte. Ich habe nichts gefunden, wo ich sage: „Jo, das würde ich unbedingt“, sondern ich würde, weil ich eher, wie gesagt, Regentanz oder halt Verhöhner, mitnehmen und sonst mich einfach auf Ränkeschmied, Finsteraura und Standpauke konzentrieren. Das wäre so das Setup, was ich empfehlen würde. Wie gesagt, EVs, auf jeden Fall auf Spezialangriff und KP. 'N mäßiges Wesen auf jeden Fall und natürlich auch, Leute, wie bei allen anderen
hingehen und die DVs maximieren, ja. Alle außer im Endeffekt Angriff, also physisch Angriff bräuchtet ihr bei dem Setup nicht, weil im Endeffekt, ihr speziell angreift, ja. Also, das sind so die 3 Favoriten, die ich mit ins Rennen werfe. Wie gesagt, Leute, das Ganze ist vor Freitag aufgenommen. Das heißt, ich werde ab Freitag, das nachts testen, also Donnerstag auf Freitagnacht um 2 Uhr gehen ja die Raids online. Da werde ich meistens auf Twitch ein bisschen livestreamen, ein bisschen was ausprobieren. Wer Bock hat, um 2 Uhr nachts noch da zu sein, könnt ihr gerne mit Twitch-Stream kommen. Link findet ihr auf jeden Fall auch in der Beschreibung, in dem Linktree, wo ihr auch alle anderen Sachen wie mein Discord, Facebook, Insta, alles mögliche, Rabattcodes für Partner, alles findet ihr im Linktree. Und auch da ist der Twitch-Link. Und da könnt ihr gerne dabei sein. Da werden wir höchstwahrscheinlich, wie gesagt, ein paar Taktiken testen, ein bisschen vorbereiten, mal gucken, was so geht. Auch so, Leute, ich streame auch noch anderweitig auf Twitch, also nebenbei auch andere Sachen zu Pokémon und so Kram. Also auch da kommt gerne rein. Ja, soll man sagen, Leute. Ähm, wenn ich einen Favoriten festlegen würde, würde ich sagen, es wird Zoroark, dann Hundemon und dann Krüppuk. Achso, vielleicht noch itemmäßig, Leute. Also, ich würde, wie gesagt, Muschelglocke spielen. Ich hatte ein paar gesehen, die auch mit Überreste das spielen würden. Ich finde Muschelglocke irgendwo einen Ticken besser. Überreste ist halt nur so pro Runde. Und mit Muschelglocke könnt ihr halt wirklich euch gut hochhalten. Besonders wenn wir relativ gut die Möglichkeit haben, Damage zu machen. Weißt du? Also, wir müssen ja mal abwarten, wie der Bosskampf wird. Resettet er unsere Werte zum Beispiel? Wenn wir mal Szenario, ja. Er tut nach der 3. Runde unsere Werte resetten. Hat Koyutsu, glaube ich, damals auch gemacht. Dann braucht ihr zum Beispiel nicht mit Ränkespiel starten, weil er resettet nach 3 Runden. Das heißt, ihr könnt mit Sandpauke starten zum Beispiel. Schon mal euch Terra kristallisieren aufbauen. Ähm, Kann aber auch sein, dass er später zum Beispiel Werte resettet. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie ein Raid ablaufen kann. Das können wir uns halt nicht im Vorfeld, ich sag jetzt mal, drauf einstellen. Deswegen macht die Pokémon fertig. Also muss nebenbei sein, Leute, Hundemon, auch wenn er am Ende nicht gut gegen Tonopto sein wird, ist Hundemon eins der besten Spezialangreifer im Unlichtbereich, ja. Es gibt nicht viele Pokémon, die Unlicht wirklich viel besser als Hundemon sind. Gefahrlo ist noch relativ gut im Spezialangriff bei Unlicht. Das war es dann aber auch schon. Ja, ihr habt jetzt nicht die Möglichkeit, also ihr verschwendet so gesehen nichts. Das ist wie jetzt bei Hisui Zoroark als spezieller Geistangreifer. Macht im Endeffekt bei Hundemon nichts verkehrt. Ihr könnt ihn trotzdem auch später für jede anderen Raid immer noch benutzen, wo man Unlicht speziell braucht. Also, ihr verliert nichts, nur weil ihr Hundemon fertig macht, ja. Das wollte ich nur mal nebenbei mit erwähnt haben. Also, ich sage, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Lasst gerne ein Abo, lasst ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euch noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao.